So, hallo zusammen und herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Teil Zahnriemenwechsel am Opel. Ihr hattet ja beim letzten Mal gesehen, wie ich den Zahnriemen angebracht und eingestellt habe. Danach habe ich nochmal Rücksprache gehalten mit jemandem, der das schon häufiger gemacht hat, der sich gut auskennt und der meinte, ich habe vielleicht den falschen Zahnriemensatz da bei mir. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Es gibt irgendwie 2 unterschiedliche Motorvarianten. Die sind wohl erkennbar an diesem, ja, an dieser Verkleidung vorne am Motor. Da ist bei dem einen so ein X, das hebe ich dann mal in dem Bild hervor, und bei dem anderen nicht. Und zum anderen ist oberhalb von der Kurbelwelle eine Umlenkrolle anders positioniert. Und bei meinem Motor ist es so positioniert, dass wohl eigentlich der K2-Satz drauf gehört. Das ist dieser hier. Den habe ich mir dann auch noch bestellt. Da gibt es sozusagen nur noch eine einstellbare Umlenkrolle und die Spannrolle. Und die Umlenkrolle ist auch in einer anderen Position. Und die erste Umlenkrolle, die hat wie gesagt gar keine Einstellmöglichkeit mehr. So, dann habe ich versucht, bevor ich alles abbaue, erstmal verglichen das Gehäuse mit dem Gehäuse, was ich ausgebaut habe. Denn ausgebaut habe ich ja den gleichen Satz, den ich jetzt wieder verbaut habe. Aber hätte ja sein können, dass das vorher jemand schon mal falsch gemacht hat. So, dann habe ich das verglichen und ja, das Bauteil hier hat hier hinten ist diese Form eine komplett andere. Und bei mir ist eine spezifische Aussparung sozusagen am Motorblock. Mache ich auch mal ein Bild rein und da würde diese Form gar nicht passen. Also deswegen habe ich jetzt den Zahnriemen mit dem K1-Satz draufgelassen. Ich habe ihn nochmal etwas besser eingestellt. Jetzt stimmen die Steuerzeiten wirklich perfekt. Da blende ich euch auch nochmal Bilder ein. Ich weiß nicht, ob man es auf den Bildern so gut erkennt, aber also nachdem ich ihn dann nochmal eingestellt habe und nochmal mehrfach durchgedreht, waren die Steuerzeiten nochmal deutlich besser. Bei dem ersten Versuch, den ich gefilmt habe im letzten Video, waren sie ja so ein bisschen nebendran auf der Beifahrerseite. Und jetzt dann beim zweiten Versuch sah es wirklich sehr, sehr gut aus. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir mal im Auto, wie da der Stand ist. So, das ist das gewohnte Bild, habt ihr jetzt schon ganz viel gesehen. Was jetzt neu ist, ich habe die Lichtmaschine jetzt schon befestigt, auch mit diesem Halter. Ich hoffe, das mit dem Halter war jetzt nicht die falsche Reihenfolge. Also sprich dieser Halter hier, denn ich muss ja hier noch diesen Luftfilterkasten reinsetzen. Da bin ich mir jetzt noch unsicher, ob ich das sozusagen hätte nach dem Einsetzen des Luftfilterkastens befestigen sollen oder davor. Ich glaube, dass ich es jetzt befestige, ist richtig, denn ich hatte das hier lediglich demontiert, um den Deckel vom Zahnriemen abnehmen zu können. Es war aber, glaube ich, nicht im Weg beim Ausbau des Luftfilterkastens, aber das sehe ich dann nachher eh. Jetzt werde ich den Schwingungsdämpfer unten an der Kurbelwelle montieren, werde hier die Umlenkrolle auf die Wasserpumpe installieren und die Umlenkrolle dort hinten. Das waren ja die ich zuletzt abgebaut habe. Und wenn das dann passiert ist, dann setze ich hier den Luftfilterkasten ein, verbinde hier wieder die Schläuche und die ganzen anderen Schläuche. Und dann werde ich Kühlmittel auffüllen müssen, denn ich habe ja den Kühlmittelbehälter auch getauscht. Dann muss ich die Ansaugbrücke wieder festschrauben, die hatte ich ja gelöst oben hier an den 4 Schrauben. Ja, das mache ich jetzt aber in Stillarbeit, damit da nicht so viel Zeit verloren geht. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir an einem Zeitpunkt, wo jetzt entweder hier schon ein Großteil zusammen ist oder wo sogar schon Kühlmittel drin ist. Das muss ich dann mal schauen, wie weit ich jetzt komme. Auf jeden Fall will ich euch damit jetzt nicht zu lange belästigen. Ihr habt ja den Ausbau gesehen. Insofern puzzle ich das jetzt mal zusammen. Und ich hoffe, jetzt weiß ich es noch nicht, zu dem Zeitpunkt, dass dann beim Anlassen alles gut geht und der Zahnriemen hält. Also er hat jetzt eine schöne Vorspannung. Wie gesagt, habe ich jetzt auch noch mal mehrfach durchgedreht. Sah jetzt erstmal gut aus, aber habe halt keine Erfahrungswerte und das erste Mal gemacht. Ich hoffe einfach, dass es gut geht. Drückt mir die Daumen und dann, wie gesagt, geht es jetzt gleich weiter, wenn hier ein bisschen mehr zusammengebaut ist. So, ein kurzer Zwischenstand oder Zwischenbericht. Die Lichtmaschine habe ich unten fest verbaut. Das sitzt jetzt alles an Ort und Stelle. Ich habe auch diesen Halter entsprechend angebracht. Ich markiere euch den jetzt mal. Ich habe keine weitere Hand mehr frei. Dann habe ich den Keilrippenriemenspanner verbaut. Den markiere ich jetzt auch. Der sitzt oberhalb der Lichtmaschine. Dort habe ich auch ein neues entsprechendes, also eine neue Umlenkrolle habe ich dort verbaut. Und bezüglich dessen, wie fest ihr die machen müsst, ihr setzt dort einfach mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel an und ja, zieht die fest. Dadurch ist es eben so, ihr müsst die ja spannen. Da blende ich jetzt mal einen Pfeil ein. Also wenn ihr die spannt, setzt ihr da einen Ringschlüssel an und drückt die in Uhrzeigersinn. Dadurch ja, spannt sich oder entspannt sich die Feder so ein bisschen oder beziehungsweise ihr drückt eben gegen die Federkraft und ihr könnt die gesamte Rolle ein bisschen nach unten bewegen.
Und ja, wie fest habe ich jetzt gemacht? Ich habe es so fest gemacht, bis eben sich dieser Spanner angefangen hat zu bewegen. Also keine feste Drehmomentanzahl oder keine feste Newtonmeteranzahl, sondern einfach so lange das Ganze befestigt, bis eben am Maulschlüssel entsprechend sich der Keilrippenriemenspanner nach unten bewegt hat. Das ist dann, hätte ich gesagt, die richtige Kraft, um das Ganze zu befestigen. Dann habe ich die anderen Umlenkrollen noch entsprechend angebracht. Also unten an der Kurbelwelle ist jetzt wieder drauf, hier oben an der Wasserpumpe und hier drüben am Klimakompressor habe ich auch die ist nicht Klimakompressor, was ist denn das da hinten? Das könnte Ölpumpe oder sowas sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dieses Rad hier, was man jetzt sieht, das hatte ich ja auch abgenommen, das habe ich jetzt wieder befestigt. Das müsste man wahrscheinlich gar nicht abnehmen, jetzt retrospektiv. Dadurch, dass ich aber ja nicht die Ansaugbrücke abgebaut habe, um den Deckel zu lösen, sondern den Deckel da unten so ein bisschen rausgefummelt habe, musste ich es eben doch lösen, weil diese Umlenkrolle dort an der Ecke, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber die sitzt auch vor dem Deckel, deswegen habe ich die halt abgenommen. Die habe ich alle wieder montiert, es waren so ganz kleine Schrauben, die habe ich jetzt nur mit 10 Newtonmeter angezogen, mehr nicht, mehr wollte ich da nicht riskieren. Und jetzt hätte ich gesagt, was ich auch noch gemacht habe, ist der Kabelkanal, nur den seht ihr jetzt hier auch. Den habe ich wieder montiert, auch das Kabel entsprechend verlegt. Und hier drüben, gucken, ob man das eingefangen bekommt. Dort diese obere Schraube, die ihr seht, die ist wie gesagt eine der beiden Schrauben vom Keilrippenriemenspanner. Das heißt, der wird dort montiert. Da muss man dann mit so einer kleinen Verlängerung hier zwischen diesen Ölleitungen oder Wasserleitungen durch oder Sekundärluftleitungen, ich weiß es nicht genau, um das zu befestigen. Ja, das passt jetzt wieder. Wie gesagt, jetzt mache ich noch den Riemen drauf und dann baue ich hier weiter fröhlich zusammen. Ich nehme euch wieder dazu, sobald es wieder was zu berichten gibt. So, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es langsam spannend wird. Ich habe jetzt Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Ich habe es leider nicht komplett mit Unterdruck machen können, denn mein Adapterset, es war kein passender Adapter für diesen Anschluss dabei. Das heißt, ich musste so einen Universaladapter nehmen, so einen Gummistopfen und ja, der dichtet halt nicht so 100% ab. Das heißt, ich habe jetzt nur am Anfang mit Unterdruck entlüftet und danach einfach nachgekippt. Ich werde das einfach im Auge behalten müssen. Das ist ja also großes Thema ist ja, funktioniert das jetzt, was ich da gemacht habe mit dem Zahnriemen, oder endet das jetzt gleich in einem totalen Fiasko? Ich hoffe, es geht gut. Er ließ sich ja von Hand durchdrehen, der Riemen war drauf. Ja, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe schon ein mulmiges Gefühl, weil es einfach mein erster Zahnriemen ist. Ich hoffe, es wird keine schlechte Erfahrung. Ich hoffe, es geht alles gut. Ansonsten, ich habe alles wieder verbaut. Hier, wie gesagt, der Luftkasten, der hier unten verbaut ist. Hier ist noch ein kleines Thema, da ist eine Schraube. Ich denke, man kann das sehen. Die ist abgerissen. Das heißt, da ist er jetzt gerade nicht fest. Ansonsten sitzt er hier unten im Dunkeln in der Verankerung und ganz unten ist auch so ein Stift, also wo das Teil so eine Nase hat und die geht dann ins Loch rein. Könnt ihr euch vorstellen, so wie hier. Und dann wird die Nase dort verankert. Das heißt, der ist jetzt schon fest. Keilrippenriemen ist drauf. Wie gesagt, Lichtmaschine ist dran. Die Ansaugbrücke habe ich wieder, die Schrauben befestigt. Die Schläuche sind dran, die Stecker sind dran. Hier in dem Luftkasten sind ja 3 Stück. 2 hier oben, einmal hier und dann ist noch ein dritter Stecker unten, so ein zweipoliger, den habe ich dann von unten angesteckt. Die ganzen Luftschläuche sind wieder verbunden. Ja, wie gesagt, Kühlflüssigkeit hat er. Es sind jetzt so circa, was werden das sein? 7 oder 8 Liter sind jetzt circa reingegangen. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, fahre ich das Ding mal runter von der Bühne, schließe das Ladegerät ab und dann drücke ich ganz fest die Daumen. Ich hoffe, ihr auch, dass hier alles gut geht und mir der Motor nicht gleich um die Ohren fliegt. Ja, ich packe euch jetzt mal nebenan und dann schauen wir, was passiert.
So, ihr habt gesehen, er ist angesprungen. Er ist auch, hätte ich gesagt, sehr gut angesprungen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach nur ein bisschen paranoid bin, aber ich habe das Gefühl, dass auf der Bank, wo das ja auch alles nicht so hundertprozentig war, zumindest nicht für mein Empfinden, dass er da ein bisschen tickert. Aber es ist jetzt echt schwer, weil ich habe natürlich dummerweise mir das vorher auch nie so genau angehört, wie er sich vorher angehört hat. Also er läuft rund, ja, also das sieht gut aus. Ich habe keine Fehlermeldung im Dashboard gehabt, das sah alles gut aus. Er ist auch, hätte ich gesagt, gut angesprungen. Aber ja, ich habe vom Gefühl her, hätte ich gesagt, tickert die Seite hier. Ja, aber das ist jetzt echt schwer zu sagen. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich muss ja jetzt die Ventildeckeldichtungen dann noch machen. Also zumindest, er ist angesprungen, er ist nichts um die Ohren geflogen. Soweit finde ich das gut, es sind keine Fehlermeldungen an. Ja, das hätte ich gesagt. Ich verbuche es erstmal als Erfolg. Vielleicht stellt sich das im Nachhinein noch als Fehler raus, aber ich hätte gesagt, ja, es hat erstmal alles funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr das selber machen wollt, ihr müsst dazu nicht unbedingt die Ansaugbrücke abnehmen. Ich würde es jetzt retrospektiv, das hatte man mir auch empfohlen, aber ich wollte einfach nicht zu viele Baustellen aufmachen, weil ich, wie gesagt, gerne so Stück für Stück vorgehe. Wenn ich jetzt auch noch die Ansaugbrücke gleich mit abgenommen hätte, mit den alten Schläuchen, wer weiß, ob da nachher nicht irgendwo Falschluft oder so gezogen worden wäre und ich dann einen falschen Fehler suche. Deswegen, so weiß ich, Zahnriemen geht erstmal und jetzt kann ich mich der Ansaugbrücke widmen und den Ventildeckeldichtungen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. War eine lange Videoreihe, hatte ich mir auch anders vorgestellt, aber ist tatsächlich gar keine so einfache Aufgabe, bei dem Opel den Zahnriemen zu erneuern. Gerade das mit dem Einstellen ist echt ein Gefummel. Wie gesagt, ich hoffe, dieses Tickern ist jetzt einfach nur, sage ich mal, Paranoia in meinem Kopf. Ich werde es im Auge behalten, werde vielleicht auch in einem der nächsten Videos mal die Lambda-Sonde hinten anklemmen. Ich habe so eine externe Lambda-Sonde, habe ich mir damals gekauft, als ich mein Camaro sozusagen selber eingestellt habe. Also ich hatte ja das Problem, kurzer Exkurs einfach für den Content. Ich hatte den Camaro aus 2010, 6,2 Liter V8-Motor von GM mit Automatikgetriebe, scharfe Nockenwelle, Pipapo, Tralala, andere Ansaugbrücke, große Drosselklappe. Die ganzen Werkstätten, die alle gemeint haben, wir sind Spezialisten und können das, haben das alle nicht geschafft. Das Ding ist immer abgesoffen. Entweder wenn ich im Stand oder an die Ampel rangerollt bin, ist er abgesoffen. Erst wenn du ihn kalt gestartet hast, ständig abgesoffen. Hat keiner hinbekommen. Also habe ich es am Ende selber gemacht. Ist ja nur Softwareprogrammierung. Und habe mir dazu eben so eine externe Lambda-Sonde gekauft mit so einem kleinen Gerät. Die hängt man sich hinten in den Auspuff. Ist nicht super genau. Ja, also weil im Krümmer oder so wäre natürlich besser, ist man näher am Abgas. Hinten im Auspuff kann ja auch schon ein bisschen Falschluft oder eben eine Vermischung stattgefunden haben. Trotzdem ist es ganz gut, um so einen groben Richtwert zu bekommen. Auf jeden Fall habe ich so eine externe Lambda-Sonde, heißt, die kann ich dann bei Gelegenheit mal anklemmen und schauen, was die ausspuckt. Daran kann man auch mal so ein bisschen ableiten, ob die Verbrennung ordentlich ist oder nicht. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dadurch, dass keine Fehlerlampen kamen. Gut, der ist jetzt auch nicht lange gelaufen. Ich muss ihn dann mal anders mal etwas länger laufen lassen, aber es ist jetzt zu kalt, um hier ständig die Tür offen zu lassen. Deswegen, ja, also viel Gelaber hat aber gar nichts mit dem Opel zu tun. Nur als Info, ich werde dann irgendwann nochmal die Prüfung machen mit der Lambda-Sonde. Insofern sind wir durch. Ihr habt jetzt gesehen, Zahnriemenwechsel, Keilrippenriemen, wie ihr den anbringt und erneuert. Lichtmaschine habe ich ja gewechselt und ja, auch Tausch des Kühlflüssigkeitsbehälters. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao.